Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Achim Ferrandina. Wir sind immer noch im Mittelalter, wir sind natürlich immer noch bei den Habsburgern und wir sind jetzt im 14. Jahrhundert angelangt. Jetzt geht es um einen ganz speziellen Habsburger, der es richtig faustdick hinter den Ohren hatte. Dieser Herr hieß Rudolf IV. Von Habsburg. Und durch diesen Herrn wird Österreich zu einem Erzherzogtum. Ganz kurz zu der Dynastie. Wer ist dieser Rudolf? Und zwar, er ist der Neffe von diesem einen Albrecht I., der ermordet werden wird von diesem Johann Parricida von der letzten Episode. Ja? Sprich, sein Opa war dieser Kaiser oder dieser König der Deutschen, der ermordet worden ist. Ich möchte euch noch in Erinnerung rufen, die Folge Nummer 6, wo wir über Heinrich Jasomirgott gesprochen haben, sprich wie Österreich zu einem Herzogtum wird und dass es nicht einfach so war, dass man seinen Herzogtum weitergeben konnte, an wen man wollte. Und zwar, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, jetzt haben wir es geschafft. Tricky hier. Rudolf IV. War ein Herzog von Österreich, aber es gab einen anderen Herrn, nämlich der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, das war Karl IV., der in Böhmen gelebt hat, der in Prag gelebt hat und der hat die Regeln neu bestimmt, wie die Kaiserwahl stattfindet. Die Kaiserwahl hat so stattgefunden, dass es diese Kurfürsten gegeben hat, das sind adelige Menschen, aber auch Geistliche gewesen und die haben einen neuen König gewählt, der dann eben zum Kaiser wurde, wenn er vom Papst gekrönt worden ist in Rom. Dieser Karl IV. Hat dann neue Regeln gemacht. Diese Regeln besagten, dass die Wahl an einem bestimmten Ort stattfinden sollte, zu einer festgelegten Zeit, dass keine Bestechungsgelder laufen durften. Ich spreche von Lobbyarbeit in dieser Zeit und hat aber nicht die Habsburger quasi mit einbezogen. Sprich, die Habsburger hatten da nichts zu melden. Was passiert? Rudolf IV., ein Herr, der wirklich nicht schlecht war, also ordentlich, was macht er? Er schnappt sich Pergamente, er schnappt sich den Siegel des Privilegium Minus, der von Friedrich Barbarossa, lässt es auf andere gefälschten Dokumenten applizieren, indem er schreiben lässt, dass die Österreicher, die Habsburger, von Geburt an Erzherzöge sind. Sprich, er will damit bestimmen, dass die Habsburger nicht warten müssen, bis der Kaiser sagt, ja, du bist Herzog, oder dass er es ihnen nicht abnehmen kann. Tadam, so noch ein paar Stufen hier, nicht nachmachen. Das heißt, er lässt dieses Dokument fälschen, da steht allerlei drinnen, dass sie vom Kaiser Nero abstammen und so weiter und so fort. Schickt es dem Kaiser, der Kaiser schaut es sich an, sagt, na ja, komisch. Der Kaiser schickt es einem Italiener, Francesco Petrarca, er schaut sich das Dokument an und sagt, na ja, irgendwie komisch das Ganze, das mit Kaiser Nero, da stimmt irgendwie was nicht ganz, aber es wird nicht erkannt, dass es eine Fälschung ist. Jedenfalls wird das nicht anerkannt vom Kaiser und die Habsburger werden dadurch nicht Erzherzöge. Das passiert 100 Jahre später, aber dieser Rudolf IV. War ein richtig tougher Kerl. Er war verheiratet auch mit der Tochter des Kaisers, deswegen hat man ihm das wahrscheinlich auch durchgehen lassen. Und warum drehen wir diese Folge hier? Weil Rudolf IV. Wird auch die Universität in Wien gründen, die ihr da seht. Also nicht, das ist nicht die aus seiner Zeit, das ist die aus der Zeit von Kaiser Franz Josef, aber das ist das Hauptgebäude der Wiener Universität und die Wiener verdanken dem Rudolf IV., der Stifter genannt, eben die Universität, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel den Südturm des Wiener Stephansdomes. Er wird sehr jung sterben, im Alter von 26 in Mailand. So, das war wieder mal kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst mir einen schönen Daumen hoch und abonnieren und ein bisschen kommentieren. Ich freue mich immer darauf. Wir sehen uns dann nächste Woche für die nächste Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur. Und ich erinnere euch, wenn ihr noch keine Live-Touren gebucht habt, die sind jetzt verfügbar. Das heißt, ihr könnt jetzt diese Live-Touren buchen. Ich freue mich darauf. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, wie immer. Und danke, 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 danke.
Wie sagt man denn das auf Deutsch? Durch den, durch den, durch zu kompliziert. Deswegen nochmal. Andando bene, Ja. An Jakob. Jakob, Jesu mir Gott, hat der Jakob geheißen? Nee. Gibt's. 5, 4, Aha, du nimmst schon auf.